Hi, sorry für das. Ich hoffe, man hört mich irgendwie. Ich habe zwar ein Mikrofon, aber es geht voll der Wind und ich hoffe, es knistert irgendwie nicht die ganze Zeit. Ich habe vor kurzem meine Instagram-Poll ausgesendet über Assumptions about me. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, das ist der Post, den ich gepostet habe. Und das sind viele lustige Sachen zurückgekommen. Und ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt einfach das mal durch mit euch. Ich habe sehr lachen müssen bei manchen. Ich würde sagen, nachdem es doch irgendwie ziemlich viele sind, fangen wir am besten gleich an. Jasna hat gesagt, you seem straightforward and friendly, you probably like to be a neurosurgeon. Erstmal danke, ist cool, dass ich irgendwie so rüberkomme. Neurochirurgie. Also Chirurgie an sich interessiert mich voll, aber Neurochirurgie interessiert mich auch, aber ich weiß noch nicht, also keine Ahnung. Workaholic / you find it hard to relax and do nothing. Das ist wahr. Wenn ich was gelernt habe über die letzten 2 Jahre, dann ist es, dass Chill-Time wichtiger ist als irgendwas anderes. Also ich arbeite irgendwie die ganze Zeit und ich mache alles, das ich mache, gern, aber es bleibt halt irgendwie keine Zeit übrig und das ist ein bisschen schade. Also ja, Workaholic, ja. Wants to be English or American. Ich wäre gern Englisch, ja. Aber ich bin zufrieden mit dem, dass ich in Österreich geboren bin und aufgewachsen bin. Es ist ein schönes Land mit vielen Benefits. Es ist ein sehr reiches Land und das schätze ich sehr. Phänomenal 17 sagt, schleppst gerne Leute ab, haha. Just kidding. Ein richtig intelligenter Mensch, der auch noch fleißig ist und seine Zeit effektiv nutzt. Danke erstmal, Dankeschön. Also danke für das Kompliment. Richtig intelligent ist, glaube ich, relativ. Es kommt davon, wie man Intelligenz definiert. Ich glaube, was bei mir definitiv der Fall ist, ist, dass ich sehr ehrgeizig bin und wenn ich was machen will oder wenn ich was anfange, dann will ich es perfekt machen. Es ist eine Mischung aus Ehrgeiz und Perfektionismus bei mir und ich glaube, das bringt doch gelegentlich Erfolg. Gerade was ich im Studium lernen habe müssen in den letzten Jahren ist, dass Fleiß und Intelligenz und Ehrgeiz oft nicht wirklich eine Rolle spielen. Also manchmal ist es einfach pures Glück oder keine Ahnung, Schicksal, wenn man was nicht gleich schafft oder so. Also von dem her, aber ja, danke jedenfalls. Ich versuche meine Zeit so effektiv wie möglich zu nutzen. Dennis sagt leicht abzuschleppen, Fragezeichen. Ich meine, ich habe meine Standards, von dem her. Pauli 2763, you like Game of Thrones? Ich habe bis zum heutigen Tag noch keine einzige Folge gesehen. Don't judge. Der ganze Hype hat genau dann angefangen, wie ich für den Medati zu lernen begonnen habe. Und wie ich dann in der Uni war, habe ich mir irgendwie gedacht, ich kann mir keine Serien anfangen, die irgendwie mega lang dauern und so, weil ich brauche die Zeit zum Lernen und ich kenne mich und ich glaube, wenn ich sowas angefangen hätte, dann hätte ich mehr Zeit damit verbracht, dass ich einfach immer die ganzen Episoden schaue und hätte weniger gelernt wahrscheinlich, von dem her. Aber ja, die Flora und ich haben uns schon ausgemacht, weil die Flora hat es auch noch nie gesehen und wir haben uns schon ausgemacht, dass wir das gemeinsam dann schauen in Linz. Sana HG25 sagt, you're very intelligent. Thanks. Wie gesagt, es kommt darauf an, wie man Intelligenz definiert. Außerdem, you grew up on a farm / near a farm. Ich bin momentan ich bin am Balkon von der Wohnung, wo ich aufgewachsen bin. Und die Gegend hier ist schon ländlich, aber nicht jetzt so mega kaffartig. Und es gibt schon Bauernhöfe in der Nähe, aber ja, ich bin nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen, aber definitiv in der Nähe von Bauernhöfen, ja. Farms. You love animals. Yes. Jasna 4 sagt, du hattest dann einen 1,3 Abischnitt. Also ich habe in Österreich die Schule abgeschlossen, da macht man Matura. Das heißt, das ist quasi das gleiche wie Abitur, aber es heißt halt anders. Und ich habe einen 1,0 Maturaschnitt gehabt. Und dann, du hast einen Freund. Du hast keinen Freund, du hast eine Freundin. Nein, ich habe weder Freund noch Freundin. Delia, die 3 Lia, sagt, you have a British boyfriend. Nope, I don't. Jan Plambeck sagt, du wirst vermutlich auch gleich abgeschleppt. Lol. Ah, Jan, ich kenne den Jan vom TC von vor 4 Jahren oder so. Jan, wann haben wir uns kennengelernt in TC? 4 Jahren? 2016 oder was? 15? 15. Ich glaube, es war 2015. What? Tom sagt, mein Uni-Kollege Tom sagt Daddy Ho. Thank you.
Vielleicht weißt du ja noch, wer ich bin. Assumption, sehr offen und extrovertiert. Liebe Grüße. Yes, wir haben auf Instagram gleich mal geschrieben. Ja, genau. Wir haben vor ewigen Zeiten mal auf Instagram geschrieben. Assumption sehr offen und extrovertiert. Ich bemühe mich auf jeden Fall offen zu sein und ich glaube, ich bin auf jeden Fall eher extrovertiert als introvertiert, aber das war nicht immer so. Also ich war ich glaube bis zum Alter von... Nein, ich war eigentlich noch nie so wirklich introvertiert. Ich bin jetzt, also sagen wir so, ich bin jetzt auf jeden Fall mehr extrovertiert als früher, aber ich glaube, das ist einfach, weil ich selbstbewusster geworden bin. Aber offen auf jeden Fall. Also ich bemühe mich, so offen wie möglich zu sein, weil für mich das irgendwie so ein Lebensprinzip ist, weil warum nicht offen sein? Also Pen V Scam sagt, du sprichst mehr als 2 Sprachen. Ich spreche Deutsch, das ist meine Muttersprache. I do speak English like my mother tongue. I am fluent, but it's not my mother tongue. Y hablo un poco de español, pero no mucho porque no sé mucho de vocabulario. Und ich kann auf Tschechisch zählen, aber ich glaube, das gilt nicht als Sprache sprechen. Asia Mohammed sagt, dass du eine Frühaufsteherin bist. Ich war mal eine Frühaufsteherin. Ich habe eine Zeit lang, wie ich für den Mediathek gelernt habe, bei einem Supermarkt gearbeitet. Und da habe ich dann immer voll früh aufstehen müssen, so um, keine Ahnung, 5 oder was, weil meine Schicht schon um 6 begonnen hat, oder 5:45, ich weiß nicht mehr genau. Und da habe ich dann irgendwie so einen Rhythmus entwickelt, wo ich wirklich oft früh aufgestanden bin. Also auch wenn ich nicht arbeiten habe müssen. Aber mittlerweile ist es eher das Gegenteil. Also ich habe momentan wieder mehr Probleme, dass ich in der Früh aufkomme. Ich schlafe irgendwie generell zu wenig und ich glaube, das ist eher das Problem. Aber jetzt zum Beispiel am Wochenende schlafe ich durchaus so mal bis 9, 10 so. Aber jetzt nicht mega lang. Also, aber ich glaube, das hängt auch eher damit zusammen, weil ich einfach die Zeit zum Lernen brauche. Sie sagt außerdem, that she hang out with boys more than girls. Das ist wahr. Ich weiß nicht warum, aber es hat sich irgendwie so ergeben. Pauli 2773 sagt wieder, you have a boyfriend. No, I don't. Die Kina, meine Gesangslehrerin sagt, I've heard you're a hell of a singer. Danke, thank you. Kina is a singer, she's an opera singer, and she's amazing. And she helped me get my voice out a bit more than it was 2 years ago, which is lovely. But thank you. I like singing, and I hope that we can see each other soon. We need to go for a coffee or something. Comments to this like, you're very hot. Thanks. Thank you. Especially when I look like this. Woo! A Chronic Wild sagt, you're very artistic, and if it wasn't for med school, you'd be studying art. Schwierig zu sagen. Ich bin definitiv eine kreative Person. Also ich weiß nicht, das ist bei mir irgendwie so. Ich habe eine wissenschaftliche Seite, das ist der Grund, warum ich Medizin studiere. Und ich habe eine kreative Seite, das ist der Grund, warum ich YouTube-Videos mache und gerne zeichne und so. Ich habe viel zu wenig Zeit dafür und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich Kunst studieren würde, aber meine Mama hat Kunst studiert, das heißt, vielleicht bin ich da ein bisschen geprägt, weil, also, ich weiß nicht, ob das schon manche irgendwie mitbekommen haben, aber der Ort, wo ich viele meiner Videos filme oder gefilmt habe, ist das Atelier von meiner Mama, einfach da, deswegen, weil dort das Licht am besten ist. Das heißt, ich bin definitiv irgendwie geprägt von Kunst durch die Familie, in der ich aufgewachsen bin. Aber ich glaube nicht, dass ich Kunst studiert hätte. Nein. Andrew, den viele von euch wahrscheinlich kennen, sagt, you will always say yes to a cup of tea, so why even ask? Just making it let it be a surprise. I'm looking forward to making a cup of tea for both of us and Flora in 2 weeks' time. So yeah, a cup of tea is always good. A Chronic World sagt außerdem, your favorite sport is skiing. Ich weiß nicht, ob ich einen Favorite Sport habe, aber also Skifahren ist definitiv unter den Top 5. You're Head of the Year in Med School. Ich weiß nicht, ob es überhaupt sowas gibt wie Head of the Year. Also was Noten anbelangt, bin ich sicher nicht Head of the Year. Und was so Representative und sowas anbelangt, bin ich auch nicht Head of the Year, von dem her eine normale Studentin. Medienlove sagt, du bist sehr fleißig. Ich gebe mein Bestes. Manchmal zahlt sich das aus und manchmal hätte es vielleicht anders auch geklappt, aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Ich glaube, um das geht's. Das war's. Das war Assumptions About Me. Danke für eure Assumptions. Das war wirklich, wirklich lustig, wie die alle da hereingekommen sind auf meiner Instagram-Story. Genau. Ich gehe jetzt wieder lernen und wir sehen uns bald. Bye.